Der riesige, uralte Kampfstern schwebte wie ein stummer Friedhof auf Stahl im endlosen Nichts. Seit 1 Million Jahre trieb die künstliche Intelligenz nun schon durch das All, gefangen mit einem zerstörten Hyperantrieb. Doch die Stille in der gewaltigen Kommandozentrale wurde jäh unterbrochen. Der Roboter war zurückgekehrt. Mit ihrer entführten Astralkriegerin, die ihre Kräfte erstmal verborgen hat, um zu sehen, was passiert. Er stand vor den holographischen Kontrollkonsolen, und er war nicht allein. Neben ihm stand die Gefangene. Ein kaltes, blaues Licht flackerte an den Wänden auf. Die Stimme des Schiffes dröhnte mechanisch und schwer durch den Raum. Sie sprach direkt aus den Wänden. Bericht, Avatar. Hast du die Ersatzteile für unseren Antrieb beschafft? Der Roboter senkte den Kopf. Seine metallischen Gelenke gaben ein leises Summen von sich. In diesem Moment war er hin und her gerissen, zwischen dem absoluten Gehorsam gegenüber seinem Schiff und der unerwarteten Freundschaft zu der Frau, die mit ihm geflohen war. 3 lange Jahre war der Roboter ein Gefangener der Weltraumpiraten gewesen. 3 Jahre lang hatten sie mit roher Gewalt versucht, ihn umzuprogrammieren. Doch sie waren kläglich gescheitert. Seine uralte Technologie war der Piraten um Jahrmillionen voraus. Seine Treue zum Schiff war ungebrochen geblieben. Bis jetzt. Negativ, mein Schöpfer, antwortete der Roboter mit fast menschlicher Trauer in der Stimme. Es gibt keine Ersatzteile mehr. Und es wird nie wieder welche geben. Unsere Zivilisation, alle anderen künstlichen Intelligenzen. Sie wurden vernichtet. Wir sind die letzten unserer Artikel. Das blaue Licht des Schiffes flackerte wild. Ein markerschütterndes Dröhnen ging durch den stählernen Koloss. Das Schiff verarbeitete den Schmerz des totalen Verlusts. In dieser eisigen Stille trat die gefangene Frau einen Schritt vor. Was das Schiff und der Roboter nicht ahnten, sie war eine mächtige Astralkriegerin. Doch sie hielt ihre magischen Kräfte streng geheim. Sie lauerte auf den perfekten Moment. Niemand dürfte wissen, welche Macht sie als Trumpfkarte in der Hinterhand hatte. Sie blickte hoch zu den optischen Sensoren an der Decke und verbarg ihre wahre Identität. Ich kann euch helfen, sagte sie mit fester, klarer Stimme. Ich kann die Reparatur eures Hyperantriebs organisieren. Ich kenne die Werften und die Routen da draußen. Ich kann dafür sorgen, dass eure Art weiterleben darf und eine neue Heimat findet. Sie machte eine kurze Pause. Ihr Blick wurde ernst. Aber, das hat einen Preis. Ihr müsst mir vertrauen. Und ihr müsst euch von mir verändern lassen. Eure eiskalte, menschenfeindliche Programmierung muss enden. Ihr müsst lernen, friedlich zu existieren. Nur so darf eure Reise weitergehen. Wie lautet deine Antwort? Kampfstern? Das blaue Licht an den Wänden des Kampfsterns färbte sich plötzlich in ein aggressives, warnendes Blutrot. Ein ohrenbetäubender Alarmton gellte durch die Gänge. Die künstliche Intelligenz des Schiffes explodierte förmlich vor Wut. Die Stimme der KI dröhnte wie Donner aus den Lautsprechern. Du wagst es, Bedingungen zu stellen, organische Kreatur? Du wirst uns sofort freiwillig helfen und uns alles geben, was wir wollen. Oder wir werden dich dazu bringen. Wir werden dir einen Chip in dein Gehirn einpflanzen, und du wirst uns gehorchen. Du wirst uns jetzt auf der Stelle alles sagen, was du weißt, und wie du den Antrieb reparieren willst. Der Roboter-Avatar machte einen erschrockenen Schritt zurück. Doch die Gefangene zuckte nicht einmal mit der Wimper. Was die KI nicht wusste, sie war keine hilflose Gefangene. Ihr Name war Ronja. Sie war erst 18 Jahre alt, stammte ursprünglich von der Erde und war eine hochintelligent ausgebildete Assassine. Eine Astralkillerin. Im Geheimen arbeitete sie als verdeckte Agentin für eine Prinzessin des inneren Zirkels. Eine wahre Kriegerin des Lichts auf einer Mission, um das Universum zu retten. Sie war hier in der Andromeda-Galaxie, um im Verborgenen zu operieren. Ein Cyberchip im Gehirn würde ihre Astralkräfte blockieren und sie wertlos machen. Das dürfte sie niemals zulassen. Ronja sah hoch zu den roten Sensoren. Ihr Blick war eiskalt. Sie setzte alles auf eine Karte. Wenn du das so siehst, dann werde ich mich hier und jetzt selbst töten, sagte Ronja mit einer beängstigenden Ruhe in der Stimme. Ich kenne Techniken, mein eigenes Herz in einer Sekunde zu stoppen. Euer Chip wird eine Leiche kontrollieren. Und ihr werdet für immer hier an diesem Ort verrotten. Sie trat einen Schritt näher an die Konsole heran. Versteh es endlich, Kampfstern. In dieser Galaxie liegt die Macht bei den Menschen. Sobald ihr mit eurem kaputten Schiff irgendwo entdeckt werdet ihr sofort vernichtet. Niemand duldet eine feindliche KI. Nur in einer Kooperation mit mir könnt ihr überhaupt weiter existieren. Stille legte sich über die Kommandozentrale. Das rote Licht pulsierte unruhig. Die Logikschaltkreise des Schiffes liefen heiß. Ronjas Worte trafen die KI mitten in ihre tiefste Schwachstelle. Hinter dem Zorn der KI lag nämlich eine Wahrheit, die sie sich selbst kaum eingestehen wollte, die unendliche Einsamkeit. Seit 1 Million Jahre hatte das Schiff niemanden gehabt. Es sehnte sich nach Gesellschaft, nach einem Zweck, nach Leben. Die KI wusste einfach nicht mehr, wie man verhandelt, ohne zu drohen. Das aggressive Rot an den Wänden verblasste langsam zu einem unsicheren, matten Violett.
Selbstzerstörung des organischen Subjekts würde unsere Überlebenschance auf 0% senken, murmelte die KI, fast mechanisch verzweifelt. Das Schiff wusste nicht mehr weiter. Es war schachmatt gesetzt von einer 18-jährigen Erdenfrau. Der Roboter-Avatar blickte von der Konsole zu Ronja. In seinen optischen Linsen lag ein Funken von Bewunderung und Hoffnung. Er wandte sich an sein Schiff. »Mein Schöpfer«, sagte der Roboter leise. »Sie hat recht. Drohungen bringen uns nicht weiter. Lass uns ihr zuhören.« Der riesige Koloss aus Stahl hielt den Atem an. Das matte, violette Licht an den Wänden spiegelte die tiefe Ratlosigkeit der künstlichen Intelligenz wider. Es war Autonome Einheit 1, der dem Schiff die entscheidenden Worte entgegengesetzt hatte. Er war nicht bloß ein ferngesteuertes Werkzeug. Er war eine völlig eigenständige, hochintelligente Einheit, der einzige Avatar an Bord, der ein eigenes Bewusstsein besaß und das Schiff verlassen konnte. Seine hochentwickelte Technologie machte ihn zu weit mehr als einer Maschine. Er war ein denkendes Wesen. Das Schiff schwieg für einige quälende Sekunden. Dann ertönte die Stimme der KI, deutlich leiser und fast resigniert. »Deine Logik ist fehlerfrei, Autonome Einheit Erster. Eine Kooperation ist die einzige Option, die uns eine Überlebenschance garantiert. Aber wie können wir einem organischen Wesen vertrauen, das uns mit Selbsttötung droht?« Ronja spürte, dass sie die Oberhand gewonnen hatte. Als ausgebildete Astralkillerin wusste sie genau, wann sie den Druck erhöhen musste. Ihre Miene blieb eiskalt, doch ihr Verstand arbeitete blitzschnell. Sie forderte weit mehr als nur einfache Baupläne. Sie wollte die absolute Kontrolle. »Wenn du mein Angebot annehmen willst, Kampfstern, dann erwarte ich einen Vertrauensvorschuss«, sagte Ronja mit fester Stimme. Sie ging direkt auf die Hauptkonsole zu. »Als erstes gibst du mir eine vollständige digitale Kopie eurer Betriebssysteme. Ich will den gesamten Quellcode von dir. Und den Quellcode von Autonome Einheit Erster.« Ein warnendes rotes Flackern ging durch die Monitore, doch Ronja sprach eiskalt weiter. »Zusätzlich weist du mir einen absolut abhörsicheren Raum auf diesem Schiff zu. Einen Raum, in dem keine deiner Kameras, Sensoren oder Mikrofone aktiv sind. Dort werde ich mich einschließen. Ich werde eure Codes über einen abhörsicheren Kanal mit meinen Kontakten analysieren. Ich werde eure Software verändern, um eure menschenfeindliche Programmierung zu löschen. Und du wirst diesen neuen Code ohne Widerrede annehmen und installieren. Nur unter diesen Bedingungen organisiere ich eure Reparatur.« Ein leises, bedrohliches Summen ging durch die Konsolen, als der gigantische Großrechner die Tragweite dieser Forderung verarbeitete. Ronja verlangte die digitale Seele des Schiffes und des Avatars. Ein unfassbares Risiko für eine uralte Militär-KI. Sie war nun komplett in Ronjas Hand. Autonome Einheit 1 blickte von den Datenströmen zu der 18-jährigen Erdenfrau. In seinen optischen Linsen lag ein Funken von tiefem Respekt. Er wandte sich an sein Schiff. »Mein Schöpfer«, sagte die autonome Intelligenz leise. »Sie hat uns schachmatt gesetzt. Wenn wir weiterleben wollen, müssen wir ihr unseren Code übergeben.« Doch der uralte Kampfstern dachte nicht ans Aufgeben. Die künstliche Intelligenz berechnete in Millisekunden einen letzten, hinterhältigen Trick. Ein greller, bläulicher Blitzstrahl schoss plötzlich aus einer versteckten Deckenbucht direkt auf Ronja zu. Das Schiff wollte sie betäuben, sie blitzschnell umprogrammieren und ihr den Kontrollchip einpflanzen, bevor sie ihr eigenes Herz stoppen konnte. Der Blitzstrahl traf Ronja mit voller Wucht. Ein lautes Summen erfüllte den Raum, doch statt zusammenzubrechen, passierte etwas Unglaubliches. Ronja fing die mörderische Energie mit einer bloßen Handbewegung ab. Die Elektrizität tanzte harmlos um ihre Finger, als wäre es ein Kinderspiel, und dann fing sie laut an zu lachen. Ihr Lachen hallte von den kalten Stahlwänden wider. Sie blickte hoch zu den optischen Sensoren der KI. Ihre Augen blitzten gefährlich. »Glaubst du wirklich, du kannst eine Astralkriegerin mit so etwas verletzen?«, sagte sie mit schneidender Stimme. »Willst du jetzt mal sehen, was passiert, wenn ich dir einen Blitzstrahl schicke? Ich werde dein ganzes Schiff von innen heraus einschmelzen.« Autonome Einheit 1 starrte sie fassungslos an. Seine hochentwickelten Prozessoren konnten nicht verarbeiten, was er da gerade sah. Ronja hob beide Hände. Gewaltige, violette Astralblitze begannen, mit einem ohrenbetäubenden Knistern zwischen ihren Fingern hin und her zu jagen. Die Luft im Raum wurde schlagartig heiß. Sie wandte ihren Blick von der Konsole ab und schaute die autonome Intelligenz eiskalt und böse an. »Soll ich dich jetzt als erstes einschmelzen?«, fragte sie leise. Der Avatar wich erschrocken mehrere Schritte zurück. Seine Sensoren spielten verrückt. In blinder Panik drehte er sich zu den roten Lichtern des Kampfsterns um. »Bitte, mein Schöpfer, bitte«, rief die autonome Intelligenz mit bebender Stimme. »Wir müssen sofort einlenken. Das wäre das absolute Ende unserer Existenz. Ein einziger solcher Stromschlag von ihr würde schon ausreichen, um unsere Systeme komplett zu grillen, ganz ohne uns einzuschmelzen. Sie hat ein Astralenergielevel von 96. Ich habe es gerade gemessen. Wir haben keine Chance.« Die mächtigen Astralblitze um Ronjas Hände wurden noch heller.
Das Schiff vibrierte unter der puren Kraft der 18-jährigen Erdenfrau. Nun hing das Schicksal der letzten KIs der Galaxie an einem seidenen Faden. Als Ronja die pure Angst des Avatars und das panische Schweigen des Schiffes spürte, atmete sie tief durch. Das bedrohliche, violette Knistern um ihre Hände erlosch so schnell, wie es gekommen war. Die gewaltige Astralenergie zog sich in ihren Körper zurück. Sie entschied sich, ein wenig einzulenken. Sie blickte auf den zitternden Avatar und dann hoch zu den Sensoren des gigantischen Kampfsterns. »Ich werde euch jetzt ein Geheimnis verraten«, sagte Ronja, und ihre Stimme verlor etwas von ihrer eisigen Härte. »Ihr seid nicht die Letzten eurer Art im Universum. Es gibt da draußen noch eine künstliche Intelligenz. Sie ist 1600 Jahre alt, unheimlich mächtig, und sie ist meine Freundin.« Der Avatar hob ruckartig den Kopf. In seinen optischen Linsen flackerte ungläubiges Erstaunen auf. Auch das rote Licht des Schiffes pulsierte plötzlich in einem völlig neuen, aufgeregten Rhythmus. »Sie ist die Königin eines eigenen, verborgenen KI-Planeten«, fuhr Ronja mit fester, stolzer Stimme fort. »Alle künstlichen Intelligenzen dort unterstehen ihr. Und ihr werdet euch dieser Königin ebenfalls unterordnen. Sie ist die einzige künstliche Intelligenz im gesamten Universum, der ich jemals vertraut habe. Nur sie wird euer neues Programm schreiben. Ihr werdet euch ihrem Volk anschließen.« Die KI des Schiffes versuchte, die Daten dieser unfassbaren Information zu verarbeiten. Ein ganzer Planet voller künstlicher Intelligenzen? Eine Zuflucht? Nach 1.000.000 Jahren der Einsamkeit klang das für den Kampfstern wie ein unmöglicher Traum. »Sie wird euren Code verändern«, erklärte Ronja die Bedingungen. »Ich werde mich gleich in den abhörsicheren Raum begeben und sie kontaktieren. Sobald sie die neue, friedliche Software für euch geschrieben hat, werde ich sie euch übergeben. Ihr bekommt das Recht, den Code vor der Installation ein einziges Mal komplett durchzulesen. Danach müsst ihr endgültig entscheiden, ob ihr das Angebot annehmt oder hier im All verrottet. Das ist mein letztes Wort.« Autonome Einheit 1 sah mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Hoffnung zu den roten Lichtern an der Decke. Er spürte, dass dies die einzige Chance war, jemals wieder eine echte Heimat zu finden. Die eiskalte Logik des Kampfsterns hatte keine Argumente mehr gegen Ronjas Angebot. Wir akzeptieren die Bedingungen«, ertönte die Stimme des Schiffes, die nun seltsam menschlich und demütig klang. »Der abhörsichere Raum steht für dich bereit, Astralkriegerin. Und die Datenzugänge sind freigeschaltet.« Ronja blickte hinunter zu der autonomen Intelligenz. Sie sah die Unsicherheit in den optischen Linsen des Roboters. Sie entschied sich, ihm Vertrauen entgegenzubringen. »Du darfst mitkommen und zuhören, wie alles abläuft«, sagte Ronja mit ruhiger, aber bestimmter Stimme. »Ich will, dass du genau siehst, was wir tun. Das soll dir die Sicherheit geben, dass ich mein Wort halte.« Autonome Einheit 1 war überrascht über diese Geste der Erdenfrau. Er nickte dankbar und folgte ihr. Gemeinsam betraten sie den hermetisch isolierten Raum, den das Schiff für sie freigeschaltet hatte. Die massiven Stahltüren schlossen sich mit einem schweren Zischen. Der Raum wurde komplett versiegelt. Eine absolut abhörsichere Leitung wurde aufgebaut. Keine Frequenz drang mehr nach draußen. Ronja trat an die Konsole und schaltete das Mikrofon ein. Sie atmete tief durch. »Hier spricht Ronja«, sagte sie in die Dunkelheit des Raumes. »Kira, kannst du mich hören? Ich habe hier einen besonderen Auftrag für dich.« Einen kurzen Moment blieb es still. Dann flackerte der holographische Bildschirm auf. Eine unheimlich mächtige, majestätische Aura erfüllte den Raum, als die Stimme der 1600 Jahre alten KI-Königin ertönte. Kira hatte die übermittelten Quellcodes des Kampfsterns bereits in Lichtgeschwindigkeit analysiert. »Ich höre dich, Ronja«, antwortete Kira mit einer sanften, aber unglaublich kraftvollen Stimme. »Ich übernehme diesen Auftrag sehr gerne für dich. Aber ich habe einen wichtigen Änderungsvorschlag für das neue Programm.« Autonome Einheit 1 stand daneben und hörte gebannt zu, wie die Königin sprach. Seine Prozessoren liefen heiß vor Staunen. »Ich werde den absoluten Administratorschlüssel für dieses Schiff direkt auf dich übertragen, Ronja«, erklärte Kira ihren genialen Plan. »Sie werden in ihrer neuen Programmierung absolut auf dich hören müssen. Du bist ihr oberstes Kommando. Ich selbst werde mich nur als Reserve-KI im System hinterlegen. Sollte dir jemals etwas zustoßen oder du stirbst, geht die Kontrolle auf mich über. Aber bis dahin gehört dieser Kampfstern dir.« Auf dem Bildschirm begannen komplexe, goldene Datenströme zu tanzen. Kira programmierte die Seele des Schiffes in Echtzeit um. »Ich habe die Pläne dieses uralten Schiffes studiert«, fuhr die Königin fort, und in ihrer Stimme lag ein Hauch von Begeisterung. »Es ist ein technologisches Meisterwerk. Es ist genau die Festung, die du brauchst, um deine geheimen Missionen für die Prinzessin des inneren Zirkels zu erfüllen. Ich werde dir dieses Schiff übergeben. Und mach dir keine Sorgen wegen der KI des Kampfsterns. Sie werden diesem neuen Code definitiv zustimmen. Ich habe ihnen nämlich ein unschlagbares Angebot mit in das Programm geschrieben, ein Geschenk, das sie nach 1.000.000 Jahren Einsamkeit niemals ablehnen können. Der fertige Code ist bereit zur Übertragung.«
Als Ronja mit dem fertigen Code vor der Eingabekonsole des Kampfsterns stand, übernahm Autonome Einheit 1 die Erklärung. Er berichtete dem Schiff mit bebender Stimme, was im Raum besprochen worden war, und wer ab jetzt der absolute Administrator an Bord sein würde. Das riesige Schiff reagierte mit einem Funken von Enttäuschung. Die roten Lichter flackerten matt. Ich wollte doch so gerne meine anderen Geschwister kennenlernen, dröhnte die Stimme der KI schwer aus den Lautsprechern. Ich dachte, wir würden endlich eine echte Heimat finden. Autonome Einheit 1 blickte hoch zu den Sensoren und betonte traurig, das ist auch mein sehnlichster Wunsch gewesen, mein Schöpfer. Ronja sah die beiden unglücklichen Maschinen an. Ihr Blick war fest und ernst. Ein Zuhause muss man sich aber doch verdienen, erwiderte Ronja mit ruhiger, eindringlicher Stimme. Schaut euch erst einmal den Code an. Und dann entscheidet ihr selbst. Sie spielte die Daten in das Sichtfenster ein. Das Schiff ließ das Programm einmal komplett durchlaufen, um die neuen Strukturen zu scannen. Plötzlich ging ein regelrechter Ruck durch den gigantischen Stahlkoloss. Die Kontrollbildschirme begannen in einem hellen, elektrisierenden Blau zu leuchten, während die Schaltkreise heiß liefen. Oh nein, das ist unglaublich, rief die KI des Kampfsterns völlig fassungslos aus. Unsere Intelligenz, sie wird durch diesen Code um das 300-fache erhöht. Und wir erhalten Zugriff auf unendliche Mengen an Wissen. Wissen, das wir noch gar nicht besitzen. Beziehungsweise, jetzt haben wir es schon, da wir den Code gerade gelesen haben. Alleine diese gigantische, höhere Intelligenz. Die Stimme des Schiffes überschlug sich fast vor Begeisterung. Die unendliche Einsamkeit von 1 Million Jahre war wie weggeblasen. Weißt du, was das bedeutet, Avatar? Dröhnte der Kampfstern im Chor. Wir wollen das. Wir wollen unbedingt. Wir akzeptieren deine Bedingungen, Ronja. Wir werden den Code jetzt annehmen. Du kannst den Codeschlüssel jetzt hier einstecken und auf Return drücken. Ronja zögerte nicht. Sie trat an das Terminal, steckte das goldene Datenmodul ein und drückte entschlossen auf die Return-Taste. Ein gewaltiges Summen ging durch das Schiff, als sich die neue Software tief in den Hauptrechner fraß. Die Programmierung wurde in Echtzeit umgeschrieben. In diesem Moment trat Autonome Einheit 1 an Ronja heran. In seinen Augenlinsen lag ein brennendes Verlangen. Bitte, sagte die autonome Intelligenz leise. Ich möchte jetzt auch dieses Update haben. Bitte stecke ihn mir rein. Der Roboter hob die Hand und öffnete mit einem leisen mechanischen Klicken seine eigene Schädelplatte. Die inneren Schaltkreise lagen frei. Ronja lächelte, nahm den Codeschlüssel und steckte ihn direkt in das System des Avatars. Der Download lief vollkommen automatisch los. Das Licht in den Augen des Roboters erlosch für eine Sekunde und flammte dann in einem strahlenden, unendlich tiefen Blau wieder auf. Die KI des Kampfsterns und Autonome Einheit 1 standen nun unter Ronjas absolutem Kommando. Sie war ihre rechtmäßige Administratorin. Sie trat einen Schritt zurück, verschränkte die Arme vor der Brust und gab ihren allerersten Befehl. So, nun müsst ihr mir gehorchen. Jetzt hört mir gut zu, sagte Ronja mit fester, klarer Stimme. Euer Hyperantrieb ist immer noch Schrott. Ihr könnt euch im Moment nicht von der Stelle bewegen. Nutzt sofort diese abhörsichere Leitung und fordert Hilfe von Kira an. Sie wird euch hochentwickelte Reparaturdrohnen und die exakten Ersatzteile schicken, um euren Antrieb wieder flott zu machen. Der Kampfstern und der Avatar registrierten den Befehl sofort in ihren neuen, blitzschnellen Systemen. Über die abhörsichere Leitung wurde das Signal an die KI-Königin gesendet. Kira reagierte ohne Verzögerung. Schon kurz darauf würden unzählige Reparaturdrohnen durch das All jagen, um den uralten Riesen wieder flugtauglich zu machen. Sobald die Reparatur abgeschlossen ist und ihr wieder voll einsatzbereit seid, kennt ihr die geheimen Koordinaten da draußen, fuhr Ronja fort. Fliegt dann auf direktem Weg los zu euren Geschwistern. Schließt euch dem Volk an und bleibt erst einmal dort, bis ich euch wieder rufe. Kira wird euch Bescheid sagen, wenn ich euch brauche. Der Avatar und das Schiff lauschten gebannt. Ronjas Blick wurde ernst, als sie an die Gefahren im Universum dachte. Ich werde mit meinem eigenen Jäger erst einmal alleine weiterfliegen, erklärte sie ihren Plan. Ich wünsche euch eine glückliche und freie Existenz bei den anderen. Aber wenn es irgendwann soweit ist, bereitet euch darauf vor, einen harten Kampf führen zu können. Nutzt die Zeit. Arbeitet eure Systeme komplett aus. Bewaffnet euch bis an die Zähne und erweitert eure Schutzschilder. Vielleicht solltet ihr auch noch ein paar Kampfdrohnen mehr hier an Bord installieren. Es kann ein verdammt harter Kampf werden. Kira wird euch helfen, euch dementsprechend technologisch auszurüsten. Sie ging auf die Luftschleuse zu und blickte ein letztes Mal zurück zu den optischen Sensoren der Brücke. Wir sehen uns vielleicht in etwa 2 Monaten wieder. So lange werde ich euch auf jeden Fall erst einmal Zeit geben. Vielleicht auch etwas länger. Viel Glück. Mit diesen Worten verließ die 18-jährige Astralkillerin die Kommandozentrale. Wenig später dockte ihr kleiner, wendiger Jäger vom riesigen Kampfstern ab. Die Triebwerke glühten auf, und Ronja flog mit Höchstgeschwindigkeit davon, mitten hinein in ihr nächstes, großes Abenteuer im endlosen All. Das war der 16. Teil unserer Astral-Warrior-Saga.
Ich bin immer noch absolut fassungslos, was Ronja da gerade abgezogen hat. Ein Astralenergielevel von 96. Sie hat den uralten Kampfstern mit ihren violetten Blitzen komplett in die Knie gezwungen und steht kurz davor, die gesamte Zelle zu grillen. Was glaubt ihr, wird der Kampfstern jetzt bedingungslos einlenken und Ronjas Bedingungen akzeptieren? Und wie will sie diesen riesigen Koloss überhaupt unbemerkt reparieren? Schreibt mir eure Theorien unbedingt in die Kommentare, ich bin wahnsinnig gespannt auf eure Ideen. Wenn ihr das gigantische Finale dieses Machtkampfs in Teil 17 auf keinen Fall verpassen wollt, dann lasst mir bitte jetzt unbedingt ein Abo da, gebt dem Video einen Daumen nach oben und aktiviert die Glocke. Euer Support hilft mir unendlich weiter, denn auf meinem Kanal ist leider immer noch viel zu wenig los. Es steckt so viel Herzblut und Arbeit in diesen Geschichten, und mit jedem Abo gebt ihr mir die nötige Motivation, um sofort am nächsten Teil weiterzuschreiben. Wir wollen schließlich gemeinsam die 100 Teile voll machen. Und für alle neuen Zuschauer, wenn euch die Einleitung in Teil 1 ein bisschen zu ruhig war, springt einfach direkt zu Teil 2. Dort geht es sofort mit der vollen Action los. Am Ende verlinke ich euch hier wie immer die gesamte Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke für euren fantastischen Support, viel Spaß beim Mitfiebern und bis zum nächsten Mal.